Jürgen Klopp. Er hat den FC Liverpool wieder wachgeküsst. Die Fans stolz auf ihren Verein, die Spieler und vor allem auf den Trainer. Jahrelang gab es hier weder Titel noch Triumphe. Doch das hat sich nach der Ankunft von Klopp 2015 geändert. Wir sind nach Liverpool gereist und wollten vor Ort erfahren, was die Faszination Klopp ausmacht. Mit Jürgen Klopp kam wieder der Erfolg nach Liverpool. Vor 2020 musste man 30 Jahre lang auf eine englische Meisterschaft warten. Jetzt geht man wieder gerne ins Stadion. Die Leute strömen in Massen, wollen Jürgen Klopp, wollen den Verein sehen. Die Euphorie ist wieder da in der Stadt, in Liverpool. Für die Reds ist Klopp jetzt schon eine lebende Legende. Und das nach 9 Jahren Dienstzeit. Du bist schon länger Liverpool-Fan, als Jürgen Klopp hier ist, und du wirst auch nach Klopp noch ein Liverpool-Fan sein. Aber was ist so besonders an ihm? Es ist einfach das, was er in das Spiel einbringt. Es ist seine Leidenschaft und seine Liebe, denn er liebt diesen Ort, er liebt das Publikum. Er ist ein Teil von uns, er ist unser 12. Mann. Er bedeutet uns so viel. Und das merke ich bei jedem einzelnen Gespräch mit den Fans. So wie sie sich mit der Stadt und dem Fußball identifizieren, so haben sie Klopp als Anführer des Teams akzeptiert und sind ihm dankbar für das, was er in den vergangenen Jahren alles erreicht hat. Jedes Mal, wenn er mit der Mannschaft spricht, kommt sie mit einer besonderen Energie aus der Kabine und will einfach nur das Spiel gewinnen. Ich denke, diese Energie wird sehr vermisst werden. Das Team hat so viel Power. Er zieht die ganzen Fans mit. Er ist fantastisch. Doch nicht nur die Fans vergöttern Jürgen Klopp, auch die Journalisten lieben ihn für seinen Humor. Selbst Pressekonferenzen können zu Highlights werden. Zum Beispiel, wenn Reporter niesen müssen. About importance, definitely. Bless you. Gesundheit. Wenn ich damals als Spieler im Mannschaftsbus niesen musste, haben mir meine Mitspieler immer eine bessere Fußballtechnik gewünscht. Sie meinten, ich benötigte das mehr als Gesundheit. Also, ich weiß nicht, was du mehr benötigst als Gesundheit. Ja. Die bisherige Karriere des gebürtigen Stuttgarters außergewöhnlich. Bei seiner ersten Trainerstation führt er Mainz erstmalig in die Fußball-Bundesliga. Dann der Wechsel zu Borussia Dortmund. Dort wird er deutscher Meister, holt ein Jahr später sogar das Double. Zudem erreicht er 2 weitere Pokal-Endspiele und das Finale der Champions League. Dann der Wechsel in die Premier League zu Liverpool, wo er zum absoluten Fanliebling wird. Nach 9 Jahren und 7 Titeln dann aber die Hiobsbotschaft für die Fans. I will leave the club at the end of the season. Ich werde den Verein am Ende der Saison verlassen. Ich kann verstehen, dass es für viele Leute in diesem Moment ein Schock ist, wenn sie es zum ersten Mal hören. Aber ich kann es erklären oder zumindest versuchen, es zu erklären. Es ist so, dass ich, wie soll ich es sagen, mir die Energie ausgeht. Running out of energy. Ich habe jetzt kein Problem damit. Ich weiß es schon länger, dass ich es irgendwann bekannt geben musste und mir geht es gut. Aber ich weiß, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann. Cannot do the job again and again and again and again. Jürgen Klopp zieht die Reißleine, verlässt Liverpool, will ein Jahr lang nichts machen. Im schnelllebigen Fußballzirkus wird diese Entscheidung in den höchsten Tönen gelobt. Pep Guardiola, einer seiner größten Konkurrenten, verneigt sich vor ihm. I respect completely his decision.
Ich respektiere seine Entscheidung voll und ganz. Ich habe mit ihm gesprochen und ich hatte das Gefühl, dass er über kurz oder lang zurückkommen wird. Er ist ein Mann, der Fußball liebt. Seine Leidenschaft dafür ist da und er hat den Grund dafür perfekt erklärt. In the Premier League is the last time, but maybe in the FA Cup we can find, and yeah, we'll see. Und die Faszination an Klopp scheint nur noch größer geworden zu sein nach seiner Abschiedsankündigung. Das wird einem vor allem deutlich, wenn man sich die Verkaufsstände vor dem Stadion an der Anfield Road anschaut. Ja, und der absolute Kassenschlager sind natürlich Merchandising-Artikel von Jürgen Klopp, also entweder Schals oder hier Flaggen, es gibt Pins, es gibt T-Shirts, es gibt Pullis. Ja, und auf allem ist Jürgen Klopp drauf. Die Spieler sind nicht so beliebt wie hier der Trainer und das ist absolut Wahnsinn, was er hier für eine Beliebtheit hat. Wie beliebt sind die Jürgen Klopp-Bilder? Sehr beliebt. Wir sind sehr traurig, dass er geht. Jeder liebt ihn, wissen Sie. Er ist einfach eine Legende in diesem Verein. Hoffentlich ändert er noch seine Meinung, aber er scheint nicht der Typ zu sein, der den Weg zurückgeht. Aber ja, die Bilder, die sind sehr beliebt. Gefühlt gibt es von Jürgen Klopp mehr Fanartikel als von allen Spielern zusammengenommen. Klopp, quasi ein deutscher Botschafter in Großbritannien. So sieht es auch die Botschafterin des Vereinigten Königreichs in Deutschland. Jill Gallard hat Jürgen Klopp kennengelernt und weiß, warum die Engländer ihn so sehr lieben. Ich glaube, seine Freundlichkeit, aber auch sein Leadership. Er ist sehr gut gekannt als guter Leader, inspirierender Mann. Und ich glaube auch die Tatsache, dass er gut Englisch spricht, aber er ist auch stolz von seiner deutschen Identität. Und deshalb ist er eine Brücke zwischen Deutschland und Großbritannien. Und die Leute in Liverpool lieben Jürgen Klopp. Ja. Und nicht nur vor dem Stadion, in ganz Liverpool ist Jürgen Klopp allgegenwärtig. Mehrere Wandgemälde mit seinem Porträt zieren das Stadtbild. Schon 2018, da war Klopp gerade mal 3 Jahre Trainer beim FC Liverpool, hat ein sehr bekannter Street-Art-Künstler dieses erste Porträt von Klopp gemacht. Ein Street-Art-Künstler, der schon Porträts von Muhammad Ali, Stephen Hawking und David Bowie gemacht hat. Und zu dem Zeitpunkt hatte Klopp noch keinen Titel für Liverpool gewonnen, aber er war schon so beliebt. Und das merkt man auch hier, wenn man hier steht. Es kommen immer wieder Leute, machen Fotos und Video von diesen Häuserwänden mit Jürgen Klopp. So kommt es, dass man auch ständig auf deutsche Fans trifft, wenn man durch Liverpools Straßen läuft. Für sie ist klar, es ist seine Art, die Jürgen Klopp so besonders macht. Ja, ich sag mal, das ist in Zeiten, wo so viele schlechte Nachrichten kursieren. Das ist ein positiver Mensch, der ist empathisch, wie er mit den Leuten umgeht, wie er aus einem Team wirklich, also auch von jungen Spielern ein erfolgreiches Team macht, wie er immer wieder aufsteht nach Niederlagen. Also das ist, wenn es in einer Zeit, wo es kaum noch Vorbilder gibt, würde ich sagen, ist das jemand, wo ich sagen würde, ja, das könnte ein Vorbild sein. Vorbild. Und für den Boss kommen über die Jahre immer mehr Wandgemälde dazu. Das Highlight, ein Porträt an einer kompletten Häuserwand. Als Klopp 2020 mit Liverpool die erste englische Meisterschaft nach 30 Jahren gewinnt, wird er hier an diesem Haus auf einem Wandgemälde verewigt. Nur 300 Meter vom Stadion an der Anfield Road entfernt. Die Hausbewohnerin übrigens, die hatte sich eigentlich eher Kevin Keegan gewünscht, den englischen Starspieler aus den 70ern. Das ist allerdings auch schon 50 Jahre her, dass er hier gespielt hat. Aber sie hat gesagt, Jürgen Klopp, das war meine zweite Wahl. Der Ort wird zum Treffpunkt für Klopp-Fans aus der ganzen Welt. So auch für den Japaner Takahiro Inoue, der 20 Stunden angereist ist, um nochmal ein Liverpool-Spiel von Jürgen Klopp mitzuerleben. Jetzt bist du hier an dem Porträt. Was denkst du über Jürgen Klopp? Also ich habe so viele gute Erinnerungen an ihn und ich unterstütze Liverpool schon so lange. Er hat uns einfach so viele Erfolge beschert und wir sind da wirklich sehr emotional. Emotional wird der Abschied auch für Darragh Gorman. Der 12-jährige Liverpool-Fan aus Irland leidet am seltenen Crohn-Syndrom. Er lebt ohne Arme und Beine.
Bekannt wird der Junge, als er im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein Spiel von Liverpool im Stadion verfolgt. Ich war so von Emotionen überwältigt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals nach Liverpool kommen werde. Die Emotionen in mir waren einfach unglaublich. Ich konnte nicht aufhören zu weinen, als ich You'll Never Walk Alone hörte. Und ich konnte mich nicht beherrschen. Das Video, in dem er Liverpools Hymne mitsingt, geht in den sozialen Medien viral. Die Hymne bedeutet mir alles. You'll never walk alone. Du wirst nie alleine gehen. Der Text haut mich manchmal um. Er bedeutet mir unendlich viel. Auch Klopp wird auf den Jungen aufmerksam und lädt ihn mit seiner Familie daraufhin in das Trainingszentrum des FC Liverpool ein, wo er im Anschluss an ein Spiel einen Nachmittag mit dem Trainer und Spielern verbringen darf. Ein ganz besonderer Moment für Dara. Er hat meine Sicht auf Liverpool wirklich verändert. Ich habe den Verein geliebt, bevor ich Klopp getroffen habe, aber jetzt bin ich einfach besessen. Was er aus mir gemacht hat, werde ich nie vergessen, niemals. Dafür danke ich ihm von ganzem Herzen. Doch Klopp wäre nicht Klopp, wenn er nicht auch für den kleinen Dara einen Tipp zum Abschied hat. Ich weiß, dass es da draußen Kinder gibt, die nach den Spielen Autogramme von mir haben wollen. Das bedeutet mir unendlich viel. Oder auch der kleine Dara, unser Freund. Das sind besondere Momente und für ihn, für die Fans, für Liverpool brenne ich. Wir hatten so viele gute Erlebnisse. Ich sage immer, nimm diese Sachen mit als Erinnerung. Und ich werde das für immer. Ich werde sie zu 100% in Ehren halten. Sowohl die großen Triumphe als auch die bittersten Debakel. Unvergessen, wie Jürgen Klopp selbst nach der Niederlage im Champions-League-Finale 2018 den zweiten Platz feierte. Zusammen mit seinem Freund und Liverpool-Fan Campino. Der Sänger der Toten Hosen zollt Klopp Respekt für seinen Abschied. Er ist schon immer durch eine brillante Intuition durch sein Leben gekommen. Und er wird den perfekten Moment gewählt haben für diesen Abschied. Und er wird eine Familie hinterlassen, die ihn immer bereit ist, wieder aufzunehmen. Zu dieser Familie gehören auch die Mitglieder der German Reds, ein Fanclub von Liverpool-Fans aus Deutschland. Kein Mensch hat daran geglaubt, dass wir irgendwann mal wieder ganz oben stehen werden, als er gekommen ist. Und er hat den Stolz auch wieder zurückgebracht in diese Stadt. Es ist wirklich ein Stolz für auch die sportlichen Erfolge, die er jetzt wieder gebracht hat, aber auch seine Art, wie er hier auftritt als Mensch, als Motivator. Also die Menschen, die Roten auf jeden Fall der Stadt, die lieben ihn dafür. Und er hat sicher dann auch für uns als German Reds dazu beigetragen, dass wir auch mal wieder endlich Erfolge feiern können in dieser Stadt. Wir sind, wie gesagt, wir kommen seit 20, 25 Jahren hierher. Es gab Zeiten, da ist man wirklich hergekommen und eigentlich, es gab nichts zu holen, ja, also sportlich am Ende der Saison. Das hat sich auch für die German Reds geändert. Umso schwieriger fällt auch für sie der Abschied von dem deutschen Trainer. Die meisten sehen das eher mit dem weinenden Auge als mit dem lachenden. Im Gegenteil, also lachen freilich, weil wir glücklich sind über die Erfolge, die er uns mitgeschenkt hat, muss man ja wirklich sagen. Aber er ist halt eine wahnsinnige Integrationsfigur. Und es sind sicherlich auch Spieler wegen ihm gekommen. Und ja, so jemanden kann man eigentlich nicht ersetzen. Egal, ob nun als Manager oder als Mensch oder wirklich als Persönlichkeit, was ihn ausmacht. Und das spürt man auch in einem ganz besonderen Pub, der nur wenige Meter vom Stadion entfernt liegt. Ja, nur einen Steinwurf entfernt, nur 3 Minuten zu Fuß ist hier der Pub The Sandon entfernt, gegründet 1870 von dem gleichen Mann, der dann auch 22 Jahre später den FC Liverpool gegründet hat. Also wer mal in Liverpool ist und ein Liverpool-Match nicht im Stadion, sondern im Pub sehen will, der muss hierher kommen, weil die Stimmung, die ist einfach nur gigantisch. Schon Stunden vor dem Spiel versammeln sich die Fans hier. Wenn es dann losgeht, wird jede Situation beklatscht, es wird gezittert und gejubelt. Und wenn dann wie hier auch noch ein Elfmeter für Liverpool gepfiffen wird, beginnt die ganz große Show.
Die Momente vor dem Strafstoß, Anfeuern, Stille und dann Ekstase. Die Menschen in Liverpool, sie lieben den Verein, sie leben den Verein und sie lieben Jürgen Klopp. Pappbesitzerin Kate Stewart hat schon viele Trainer bei Liverpool erlebt. Doch auch für sie ist Klopp ein ganz besonderer Coach. Wenn er Liverpool verlässt, wirst du dann traurig sein? Wir sind am Boden zerstört, dass Jürgen uns verlässt. Es könnte nicht schlimmer sein. Es fühlt sich an wie der Tod. So schlimm ist es. Die Zukunft ist sehr ungewiss für so einen Fußballverein. Und es wird für jeden schwer sein, der nach Jürgen Klopp kommt. Es sind große Schuhe, die zu füllen sind. Der Nachfolger von Klopp, er wird es wahrlich nicht leicht haben. Zum einen die Liebe der Fans zu gewinnen, zum anderen an die Erfolge von Klopp anzuknüpfen. In seiner letzten Saison holt er noch den Ligapokal, jetzt ist Schluss. Da kommt Wehmut auf, solche Spiele nicht mehr live im Stadion mitverfolgen zu können. Bei den Fans, bei Klopp. Auch wenn der Startrainer das mit seiner gewohnten Art runterspielt. Ich habe meine Frau direkt nach dem Spiel gegen Manchester City getroffen und sie war total aus dem Häuschen. Also muss es auch Spaß machen, sich das von der Tribüne aus anzusehen. Solange ich mir Fußballspiele anschauen darf, ist alles okay und mir hat noch keiner gesagt, dass ich dafür Trainer sein muss. Doch wie geht es weiter? Immer wieder fällt sein Name, wenn es um den Job als Bundestrainer geht. Viele Fans wünschen sich Jürgen Klopp als Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und auch beim Deutschen Fußballbund hält man große Stücke auf den Fußballlehrer. Jürgen Klopp ist halt jemand, der ein absoluter Motivator ist. Das ist so, das haben wir immer erlebt, da wo er aufgetreten ist. Er hat jetzt nach sehr, sehr vielen, sehr intensiven Jahren auf der Trainerbank für sich entschieden, dass er ein Jahr Pause machen möchte, dass er ein Stück weit auch mal zurücktreten möchte aus diesem ja wirklich auch sehr anstrengenden Job. Und das respektieren wir natürlich vollkommen, aber er ist natürlich ein herausragender Trainer. Aber wir sind froh mit unserem Trainerteam beim DFB, deshalb haben wir verlängert, das war der Sinn der Sache. Und ja, wir gehen frohen Mutes in die EM und dann auch mit Julian Nagelsmann Richtung WM 26. Und für Jürgen Klopp soll es also wie gesagt erst einmal ein Jahr Pause geben. Abstand gewinnen vom stressigen Liga-Alltag. Wie es dann weitergeht und ob Klopp irgendwann nach Liverpool zurückkehren wird, dazu will er sich jetzt noch keine großen Gedanken machen. Alles andere wird kommen. Wir haben ja jetzt Zeit. Ich fühle mich hier in Liverpool nicht nur zu Hause, ich bin hier zu Hause. Das ist zu 100% klar. Und dass ich diesen Verein für immer lieben werde und für immer dankbar sein werde, ist ebenfalls zu 100% klar. Auch die Fans, der Verein, die Spieler, sie alle sind Jürgen Klopp dankbar. Dankbar, wie er den Verein wieder wachgeküsst hat. Dankbar, welche Triumphe und Pokale er hierher geholt hat. Die Trauer über den Abschied ist groß, aber die Freude über das Erreichte ist größer. Und so wünschen sie ihm hier nur das Allerbeste. Jürgen, ich möchte nur sagen, dass du mir als Fan so viel bedeutest. Du als Trainer bedeutest mir sehr, sehr viel. Ich möchte mich von dir verabschieden. Ich liebe dich, mein Freund, und ich bete für dich. Ich danke dir vielmals. Jürgen Klopp. In Deutschland wird er geliebt. Doch in Liverpool ist er bereits jetzt eine lebende Legende. Nach 9 Jahren ist Schluss. Nach 7 Titeln hat er sich hier unsterblich gemacht.